Hallo! Hallo. Wir sind Pitted Studio mit Pitted Studio TV und wir machen heute Pitted Studio Thema Current Status. Wo stehen wir denn gerade? Alles steht Kopf, das ist alles irgendwie durcheinander, ja, genau. Wir sind im Endspurt und das ist sehr exhausting. Ja. Was passiert denn gerade? Wir haben ganz viele Tester und Testerinnen und die spielen super fleißig unser Spiel rauf und runter, so rum, hier rum, probieren alle möglichen Knöpfe aus und alles, was die finden, was denen auffällt, schreiben die uns auf. Alles. Ja, das haben wir auch so gewollt. Also ja, erstmal super. alles. Und wir müssen dann schauen, was wir dann damit machen und wie wir damit umgehen. Ja. Normalerweise macht man dann so eine Priorität da rein. Das machen wir selbstverständlich auch. Und dann hat man Listen und die arbeiten wir dann ab. Ja. Und schauen, dass es quasi fertig wird. Im Grunde genommen ist das Spiel jetzt fertig, aber es ist halt noch nicht bugfrei fertig. Und das ist quasi diese Phase, um die man sich kümmern muss. Ich nenne das immer gerne, es ist komplett. Ja. Complete. Ja, das heißt, alles ist drin, was reingehört. Ein paar Sachen könnte man noch machen, wäre nice to have, sind noch nicht so, ja, aber das ist dann, gucken später vielleicht oder so. Aber jetzt müssen wir halt gucken, dass das, was jetzt komplett ist, auch fehlerfrei ist. Genau. Und das ist es leider noch nicht. Und das ist halt die Arbeit, die jetzt zu tun ist. Und das ist sehr anstrengend, ja. Vor allen Dingen deshalb, weil man dann irgendeinen fiesen Fehler hat. Ja, zum Beispiel irgendeine Figur verschwindet. Und man denkt, warum ist das jetzt passiert? Das kann doch gar nicht sein. Wo ist die denn jetzt hin? Und dann geht man auf die Suche und versucht herauszufinden, was da jetzt nicht stimmt. Und dann guckt man und testet man und denkt dann, ach so, mein Gott, da und warum? Und dann hat man das dann irgendwie heile gemacht. Und dann auf einmal ist irgendwas anderes kaputt, was vorher noch funktioniert hat. Manchmal haben die Dinge unglaublich schräge Kausalketten. Und das ist in der Spieleentwicklung völlig normal. Vor allen Dingen, je mehr Features und komplexere Systeme man anbietet in einem Spiel, desto mehr Baustellen hat man auch potenziell, an denen natürlich etwas kaputt gehen könnte. Und das tut es dann in der Regel auch. Das ist so, als würde einer im Keller das Wasser anstellen und oben geht das Licht aus. Warum? Das ist wirklich so. Es ist nicht zu fassen. Da sind Sachen drin, da denkt man sich, echt, das ist nicht zu fassen. Irgendwelche Texturen werden eingeladen oder so, ja, 4K-Texturen. Ich pack die ins Spiel, auf einmal werden keine Texturen mehr geladen. Überhaupt nirgendwo im Spiel. Weil der Cache überläuft und was weiß ich, da musste ich die wieder runterrechnen. Also, das ist manchmal wirklich total verflixt und zugenäht. Ja. Also, das ist normal, ne? Ich meine, die Dinge, die funktionieren halt so, wie sie funktionieren. Und wenn du zu viel da reinballst, ja, völlig klar, du kannst doch da nicht 8K-Texturen da rein machen für so ein Rumgedödel da. Aber das weiß man erst, wenn man es gemacht hat. Ja, manchmal. Also den lustigsten Bug fand ich bisher irgendwie, du bist irgendwo an einer bestimmten Stelle des Spiels, aber auch nur an einer bestimmten Stelle des Spiels, ja? Also wenn du jetzt 5 Meter links bist, passiert es nicht. Aber gehst du weiter 5 Meter rechts, gehst dann ins Inventar und wechselst die Waffe, dann teleportiert sich der Spieler an den Spielstart. Ist ein Unreal-Problem mit den Slots. Man hat Slots am Skelett, ja, und wenn man da was rausmacht und wieder reinmacht, zum Beispiel die Waffe in die Hand lügt und so, ne, also reinmacht und bla, dann kommt irgendwann die Unreal Engine auf die Idee, das komplette Skelett nochmal einmal zu resetten. Und man hat so einen Startpunkt, ja, wo diese Figur, der Player, Controller, der Pawn, was weiß ich, ja, ja, wo muss ich den denn jetzt hinstellen? Der wird ja jetzt komplett resettet. Ach so, ich tue den wieder an den Spielstart. Bupp, ist der wieder da. Irgendwann im Spiel. Man weiß nicht wieso. Also ich weiß es wirklich nicht. Wahrscheinlich kann man das ja. Aber, Also ich habe dann irgendwie so gemacht, wenn ich mich zu weit von dem entferne, wo ich vorher gestanden habe, wenn ich ins Inventar gehe, dann merke ich mir die Position. Und dann, wenn ich zu weit weg bin, dann tue ich wieder in die Position, wo ich vorher war. Also, das ist natürlich irgendwie eigentlich ein Hack, ja. Aber es funktioniert und auch nur an der Stelle. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Also ist auch egal, weil wenn es funktioniert und dann, ach komm, never change a running system, ja. Und es gibt ja auch noch andere Probleme.
Quests von vorne rumspielen, erst den Questgeber fragen und dann die Dinge anklicken oder die Dinge anklicken und erst dann die Quest abholen, dann funktioniert's nicht, dann ist Plotkiller und also es ist schon ziemlich stressig, ja. Heute Morgen noch gefunden, ja. Ein Charakter. Wenn man also ein Spiel macht, dann muss man sich unbedingt am Ende, vor allen Dingen, wenn es etwas größer geworden ist, die Zeit nehmen, zu sagen, wir haben eine Phase, in der tatsächlich nur sowas gemacht wird. Warum? Weil das unglaublich zeitaufwendig ist. Ja, also man muss die Sachen erstmal finden, dann muss man sie testen, dann muss man gucken, woran liegt es, dann muss man es wieder heile machen und dann muss man es quasi nochmal testen, ob es jetzt wirklich heile ist und das bei ganz vielen verschiedenen Stellen im Spiel. Darum ist das Bugfixing so unglaublich komplex. Das macht man nicht mal eben. Und darum ist quasi das Ende einer Entwicklung quasi nochmal so ein Riesenbatzen, der sehr viel Zeit abbringt und wo man sich super viel nur mit solchen Sachen beschäftigt, damit das Ding rund wird. Das ist sehr wichtig und würde ich jedem, der selber Spiele machen will, raten, da genug Zeit sich für einzuräumen. Also es gibt ja auch Bugs und Glitches, das ist ja der Unterschied. Glitches sind da noch genug drin. Aber wir müssen erstmal die Bugs rauskriegen. Das heißt also die richtig miesen Dinger. Und da sind leider noch ein paar drin und da muss ich jetzt noch mal ein bisschen dran. Das ist ja nichts. Genau. Also ein Glitch wäre im Grunde genommen, da zuppelt irgendwas. Oder ein schwebendes Item so ein bisschen. Oh, guck mal, das Glas steht nicht richtig auf dem Boden. Schwupp, steckt mir in die Tasche. Interessiert den Spieler nicht. Wenn du von oben drauf guckst, siehst du es kaum. Ist aber nicht richtig. So, ja, das müssen wir auch noch alles machen. Ne? Genau. Das sind noch viele Sachen. Aber wenn man den Spieler daran hindert, irgendwie weiterspielen zu können, dann ist es natürlich viel schlimmer. Und die Sachen müssen dann natürlich zuerst raus. Genau. Und da sitzen wir gerade dran und wir sind im Endspurt und es ist anstrengend. Genau. Ja. Dann sind da manchmal so Sachen wie, irgendeiner sagt nix, obwohl man eigentlich so eine Sprachdatei eingeladen hat. Muss man gucken, warum nicht. Ist da irgendwie ein Tippfehler drin oder sowas in der Art? Da war ein Underbar drin in der Wave-Datei. Dann haben wir das neu eingeladen, aber das Underbar wieder da. Haben wir runtergefahren, den Papa-Wutz-Trick, Computer aus, Computer an, ne? Alles gelöscht. War wieder da. Der hat den einfach immer wieder generiert. Hat den immer wieder generiert. So, dann musstest du das Ding komplett löschen und irgendwie dann auch noch aus Perforce raus obliteraten oder was auch immer. Na, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber erst, ne? Ja. Was hat da nachher geholfen? Der Unreal Engine ist zu überlassen, indem man das Underbar einfach umbenennt. Ja, der hätte ja vorher drauf kommen können. Ja, das will man aber nicht. Man will nicht irgendwie da Asset-Dateien umbenennen und so. Das ist irgendwie nicht so cool. Man will da schon irgendwie das native Ding. Man weiß ja nicht, was macht der dann intern und so. Naja, gut, okay. Wird schon. Ne? Genau. Ja. Ja. Manchmal ist das schon skurril. Hast du eine Community-Frage, sag mal? Bestimmt. Was ist eigentlich mit GOG? Ja. Das wurde sehr, sehr oft gefragt. Jetzt muss ich sagen, also zur Ausstrahlung dieser Folge könnte es sein, dass sich was geändert hat. Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht davon aus, dass wir es noch schaffen, das jetzt relativ zeitnah hinzukriegen. Es ist bei GOG so, dass es eine Art Bewerbungsverfahren gibt. Es gibt so eine Seite, wo ihr euch quasi wünschen könnt, dass das Spiel auf diese Plattform kommt. Das existiert auch schon, also wenn ihr da Bock drauf habt, euch das zu wünschen, könnt ihr das da anklicken und dann gucken die wahrscheinlich, wie viele Leute wünschen sich das und lohnt sich das für uns. Und wir können uns quasi dort bewerben bei der Plattform, dass wir gerne auch als Entwickler dort erscheinen möchten. Und das haben wir gemacht. Also wir haben uns beworben, jetzt vor einer Weile, und gucken mal, ob wir eine Antwort bekommen oder nicht. Wenn ja, dann würden wir auch auf GOG das Spiel noch erscheinen lassen. Und wenn nein, dann versuchen wir es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt einfach nochmal und gucken mal, wie es dann bis hierhin läuft. Also sicher ist auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die Submissions geschafft haben für die Konsolen. Das heißt, wir kommen jetzt auf jeden Fall auf der PlayStation 5 oder auf der Xbox Series X und S raus und auf Steam und dem Epic Store. Und das ist ja immerhin schon mal eine ganze Menge und wir haben uns sehr darüber gefreut, dass das geklappt hat mit den Submissions für die Konsolen und jetzt müssen wir einfach fleißig weiter Bugfixen. Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Dankeschön. Genau. Bis dann. Macht's gut. Ja, dauert noch ein bisschen, bis das Ding soweit ist, ne?
Ja, also man möchte gerne am liebsten jetzt in den Urlaub, aber geht gerade nicht. Schnell, schnell, aber schön langsam.